Moin aus dem Wunderland. Wie wir ja schon angekündigt haben, wollen wir die Hauptbahn 0 umbauen. Großes Thema im Wunderland, auch in einer bestehenden Anlage was rauszureißen. Der ganze Gleiswendel, wo ihr seht hier, das ist gar nicht mehr da. Ich sitze im Nichts quasi. Ja, und wie das Ganze zurückgebaut oder abgebaut wurde, das zeige ich euch gleich. Ja, was war alles nötig, um das Ganze zurückzubauen? Das sieht man hier schon mal. Die Gleise hier unten für die eine Nebenbahn, die wir ja nicht rausreißen werden, die musste versetzt werden, umgebaut, damit wir hier in dem Bereich noch den Tisch ein bisschen ändern können. Zum Zweiten haben wir hier oben eine Kehrschleife drin, damit wir aus der Knuffinger Seite die Hauptbahn 0 trotzdem fahren lassen können. Wir haben jetzt ja oben die Anbindung gemacht zur Brücke rüber. Das wird die Kehre, damit wir währenddessen, dass wir halt den ganzen Schattenbahnhof bzw. Gleiswendel hier abbauen können, trotzdem erstmal drüben weiterfahren können. Das muss alles noch ein bisschen angeschlossen werden und dann kann das auch schon losfahren. Und hauptsächlich deswegen machen wir das, damit wir hier unten den ganzen Gleiswendel komplett rausbauen können oder abreißen können, damit wir von unten wieder anfangen können, das Ganze wieder aufzubauen. Das wird ein Riesenspaß, glaube ich. Nicht nur für euch, sondern für uns auch. Vor allen Dingen für das, was dann noch kommt, was wir jetzt noch gar nicht wissen. Kann ja noch irgendwelche Sachen passieren, die wir jetzt noch gar nicht so sehen. Sei es irgendein Kabel, was quer liegt, schauen wir mal. Aber das haben wir heute vor. So, das Abreißen ist ja immer eine Sache. Und dem einen oder anderen ist das auch immer suspekt, irgendwas abzureißen. Aber ich habe da richtig Bock drauf, weil ich warte da jetzt schon seit 8 Jahren drauf, dass wir das endlich mal machen können, damit dieses Gleissystem mal getauscht wird. Weil alle 3 Jahre neu bauen, da habe ich keine Lust zu und das Wunderland auch nicht, weil der Flurschaden einfach viel zu groß ist. Und was wir hier alles machen werden, das wird man nachher sehen, was das für ein Aufwand ist. Also es sind nicht bloß die Gleise gewechselt oder es werden nicht nur die Gleise gewechselt. Es wird der gesamte Gleiswendel wird komplett raus und komplett neu aufgebaut von unten. Also das wird ein riesen Aufwand und mal ganz ehrlich, so einen Aufwand haben wir bis jetzt noch nie betrieben. Wir haben zwar schon Gleise ausgetauscht, aber die ganze Gleistrasse darunter zu tauschen, das ist heute das erste Mal und das wird ein riesen Aufwand werden.
Ja, wir hatten natürlich einige Probleme. Bleibt ja nicht aus bei so einem großen Projekt, wenn man das abreißt. Das waren ja immerhin 11 Etagen von dem Gleiswendel. Das rauszureißen war schon eine Herausforderung, weil der Wendel wurde von meinem Rücken aus, also von hinter mir gebaut. Da war aber noch kein Gips drauf. Und dann haben sie alle einzelnen Etagen von außen verschraubt. Jetzt musste da erst mal rankommen, um die Kreuzschrauben da rauszuschrauben. Also das war schon abenteuerlich. Ja, dann müssen die Gleiswendel wieder reingebaut werden. Da ist Fatih jetzt schon dabei, die Trassen vorzubereiten, mit Kork draufzulegen. Dann kommt das hier unten wieder rein. Da müssen die Gleise wieder drauf. Allerdings kommt jetzt kein Märklin wieder drauf, sondern es kommt ein Rocco-Gleis drauf. Das ist ein anderes, ein Zweileiter-Gleissystem. Ist für uns in der Software viel besser, entspannter zu fahren, weil man halt eine ständige Rückmeldung der Gleise hat, also auch genau sieht, wo die Züge fahren. Und für euch wird es auf jeden Fall schöner werden, weil wir haben früher 2 Gleise gehabt, wir haben jetzt 4 Gleise drauf. Also es kann dann auch mal ein D-Zug, einen Güterzug überholen, nach unten fahrend. Also es bleibt spannend und für mich ist es immer noch die geilste Baustelle überhaupt. Hier stehen wir jetzt vor dem ganzen Material, was wir da einbauen wollen auf der Hauptbahn 0. Wer träumt da nicht von zu Hause mal oder zu Hause nicht mal davon, so viel Gleise auf einer Modelleisenbahn einzubauen? Ich brauche da nicht von träumen, ich habe das so. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Also knapp 500 Meter Gleis. Dann haben wir etliche Weichen, die wir hier haben. Also in jeder Kiste sind ca. 4, 5 Stück drin. Das habe ich alles schon vorbereitet. Das hier sind die längsten und größten Weichen. Das sind Bogenweichen, die reinkommen im Wendel. Ja, das wird ein Riesenaufwand, den wir da betreiben. Und dann kommt noch Gleisbettung dazu, was im sichtbaren Bereich ist. Aber das ist jetzt erstmal alles für den gesamten Umbau der Hauptbahn 0 gedacht. Ca. 500 Meter Gleis. Ja, wir haben jetzt das Material alles hier. Jetzt geht der Umbau halt quasi los. Wird erst der Gleisbändel fertig gebaut. Danach kommt dann die komplette Österreich-Anlage beziehungsweise der Schattenbahnhof dort hinten mit. Dann kann man das schon mal teilweise wieder in Betrieb nehmen. Und danach, wenn das alles fertig ist und der Gleiswendel bis oben hin, dann wird diese Kehre, was ich euch da vorhin gezeigt habe, wieder rausgerissen. Und dann fangen wir vom Wendel aus an, Richtung Knuffingen rum über die große Brücke auch noch 2 Leiter reinzubauen, weil das ist eine und dieselbe Strecke. Und wie es dann weitergeht, das wissen wir noch nicht. Aber irgendeine Anlage werden wir garantiert finden, die auch noch umgebaut werden muss, weil der Mittelleiter ist überall so weit runter, dass wir teilweise auch komplett die Gleise austauschen müssten, 1:1. Und bevor man das jetzt anfängt, der Aufwand ist einfach viel zu groß. Lasst euch überraschen, was da demnächst noch auf euch zukommt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaut gerne wieder mit rein, gibt bestimmt wieder demnächst was von der Hauptbahn 0 zu berichten. Ich wünsche euch weiterhin trotzdem noch viel Spaß. Tschüss!